Hi, ich bin's wieder. Erster Teil ist ja schon vorbei. Da ging es ja um Monats März. Kommen wir dann natürlich jetzt zu April. Fangen wir auch gleich mit der ersten Startwoche an. Zum 4.4. sind dann 2 Top-Filme, die ich euch empfehle anzuschauen. Erstens mit Friedhof der Kuscheltiere, Stephen Kings Remake von 1992, das Originale. Daddy. Louis, was ist hier los? Umarme deine Tochter. Ich hätte Ihnen diesen Ort niemals zeigen dürfen. Ihr Kind ist nicht das Einzige, was zurückkommen wird. Die Grenze wurde durchbrochen. Manchmal ist es besser, tot zu sein. Im Vergleich dazu fand ich die neuere Version mehr horrormäßiger, gruseliger, auf jeden Fall natürlich mit neuer Technik besser umgesetzt. Deshalb auch von mir gibt es für diesen Film einen Daumen hoch. Der zweite Film, den ich euch dann in dieser Woche nochmal rate anzuschauen, das ist DCs Comic-Verfilmung Shazam. Billy Batson, ich erwähle dich als Champion. Sag meinen Namen, damit meine Kräfte dich durchströmen können. Shazam. Was, echt jetzt? Sag ihn! Okay! Sag meinen Namen. Shazam! Da geht es ja auch nochmal um den Teenager Billy Batson, der mit dem Zauberwort Shazam zum allmächtigen Superhelden wird. Wie erwähnt, ein DC-Film hat ja die Messlatte dann mit Aquaman schon letztes Jahr sehr hoch gestellt. Dieser Film Shazam hat mich dann ja doch schon sehr überzeugt, beziehungsweise auch überrascht, dass der auch gut wird, also genauso gut wird. Jetzt nicht besser als Aquaman, aber halt kommt nahe dran, also sehr gut gemacht. Von daher gibt es mir für diesen Film auch nochmal halt einen Daumen hoch. Den solltet ihr auch nochmal anschauen. Die darauffolgende Woche zum 11. April sind eher schwächere Filme herausgekommen, wie zum Beispiel mit After Passion, die vom gleichnamigen Roman von Anna Todd. Große Frage. Wer ist Hardin Scott? Ich glaube, es ist besser, wenn wir etwas Abstand halten. Das ist mein absoluter Lieblingsort. Ich dachte, wir wollten nur Freunde sein. Ich glaube nicht, dass wir nur Freunde sein können. Der Film ist ähnlich wie 50 Shades of Grey, diesmal jetzt nur mit Studenten, also etwas jüngeren Menschen. Von mir aus gibt es hier eher ein Nein, weil mir es einfach zu sehr nach einem Abklatsch aussieht und im Vergleich zum Roman weniger erotischer wirkt. Ein weiterer Film, von dem ich sehr enttäuscht bin, das ist dann in dieser Woche mit Hellboy Call of Darkness, obwohl der neue Darsteller David Harbour Hellboy sehr gut verkörpert hat, fällt dieser Film im Vergleich zu dem Original eher schwach aus, weil Handlung, Besetzung und auch die Umsetzung des Films haben jetzt nicht irgendwie harmoniert, nicht miteinander zusammengepasst, deshalb hier auch kein Kinogang wert. Wie gesagt, da auch eher ein Nein. Wen nennst du ihr Monsterfreundchen? Hast du einen Spiegel? Oh, entschuldige! Störe ich etwa? Ganz im Gegenteil. Du kommst gerade rechtzeitig. Was
Was ihr euch dann eher anschauen solltet in dieser Woche, ist dann auch Willkommen im Wunderpark gestartet. Ein Animationsfilm, da geht es um die kleine June, die mit ihrer Vorstellungskraft, Fantasie einen Vergnügungspark erstellt hat, den auch dann im Nachhinein auch nochmal besucht, der zerstört ist, ihn wieder dadurch in den Vordermann bringt. Ein schöner Familien-Kinderfilm, der tiefgründig, kunterbunt und lustig zugleich ist. Von mir gibt es für diesen Film auch eher einen Daumen hoch. Am 18. April zur 3. Woche ist der Film Der Fall Collini sehr, sehr zu empfehlen, sehr auch sehenswert, deshalb von mir auch hier einen Daumen hoch. Ein deutsches Drama bzw. Gerichtsthriller, der mit den tollen Bildern überzeugte und natürlich auch einem überragenden Schauspielleistung von dem Hauptdarsteller Elias Mbarek, der als Pflichtverteidiger einem düsteren Familiengeheimnis auf der Spur ist. Auch da solltet ihr euch auf jeden Fall den Film anschauen. Der zweite Film, der in dieser Woche gestartet ist, das ist Wenn du ein König wärst. Ein britischer Fantasy-Film, bei dem ja die Geschichte um Excalibur, König Artus, in der heutigen Zeit neu aufgemacht wird. Da geht es auch um den Schüler Alex, der das Schwert aus dem Stein herauszieht. Meiner Meinung nach eher kein Kinogang wert, obwohl ich ein Fan von dieser Mythologie bin. In diesem Film wurde es eher unpassend dargestellt. Zu guter Letzt ist in der letzten Startwoche auch der beste Film im Monat April zu empfehlen mit Avengers Endgame. Die sehnlichst erwartete Fortsetzung natürlich zu Avengers Infinity War. Da geht es ja auch um die Rückgängigmachung, was bei Infinity War gemacht wurde, kurz zusammengefasst, um die Marvels Superheldentruppe. Für mich dann auch für meiner Meinung nach das perfekte Ende, wie schon erwähnt, um Marvels Superheldentruppe, fasst ja dann auch alle bisherigen Filme des Marvel-Universums zusammen. Sehr lustig und traurig zugleich, geweint vor Lachen und Trauer. Einfach ein mega Highlight, bricht ja dann alle Rekorde, natürlich alles, was ja das Herz begehrt, wie schon erwähnt. Habe schon dazu eigentlich schon ein Preview gemacht, das könntet ihr dann auch nochmal hier in der Verlinkung nochmal anschauen. Ansonsten ein Review nochmal dazu zu machen, habe ich es erstmal sein gelassen, weil bei einem 3-stündigen Film jetzt um 8 oder 10 Minuten das zu reviewen, wird es ziemlich eng. Also wollte das jetzt nicht zu sehr in die Lange ziehen, jetzt mit einer halben Stunde oder so. Deshalb solltet ihr euch auf jeden Fall den anschauen. Von mir gibt es jetzt nicht nur einen Daumen hoch, nicht nur einen doppelten Daumen hoch, sondern auch mehrere Daumen hoch. So viel wie es einfach nur geht. Und ja, schaut euch den nochmal, wie schon erwähnt, auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn doch, ja, könnt ihr nochmal gerne den nochmal anschauen, weil es ist einfach nur heftig, krass, was da alles passiert. Wie schon auch mehrmals angesagt wurde, im Moment der beste Film 2019. Nach diesem krassen, ultra mega Kino-Hit wird schwer, den natürlich zu überbieten. Aber ich denke mal, 1-2 Filme, vielleicht dann doch noch eine weitere Überraschung, kann den doch noch überbieten. Aber ja, schauen wir mal, wer es wird, weil werdet ihr dann an meinem Review dann auch nochmal in den Monatshighlight dann auch anschauen. Und ja, wir sind ja erst bei einem Drittel des Jahres rum. Also es kommen ja noch weitere Filme, die das doch noch das Zeug dazu haben, den noch zu übertreffen. Dann war es das jetzt mit den Kino-Hits, auch Highlights von April. Kommen wir dann jetzt einfach zu Pro und Contra für Kinogang im Monat Mai. Wünsche euch dann nochmal weiterhin viel Spaß dann dabei. Klickt das auf nächste Video. Bis später dann.